In meiner heutigen Präsentation möchte ich mich mit einer klassischen Einteilung der Kulturlandschaft beschäftigen, die vor allem im deutschsprachigen Raum tief verwurzelt ist, jedoch zunehmend hinterfragt wird: der Trennung zwischen ernster Musik, der sogenannten E-Musik, und Unterhaltungsmusik, kurz U-Musik. Während zur E-Musik traditionell die klassische und zeitgenössische Avantgarde-Musik gezählt wird, umfasst die U-Musik populäre Genres wie Pop, Rock, Schlager oder Jazz. Es stellt sich die Frage, ob diese strikte Kategorisierung im 21. Jahrhundert überhaupt noch zeitgemäß ist. Ich möchte zunächst auf die historischen Hintergründe und Argumente für diese Trennung eingehen, im Anschluss die Kritikpunkte und die zunehmende Vermischung der Genres beleuchten und abschließend meine eigene Position darlegen. Für die Aufrechterhaltung der Unterscheidung wird häufig das Argument der künstlerischen Komplexität und des intellektuellen Anspruchs angeführt. Befürworter der E-Musik betonen, dass Kompositionen von Bach, Beethoven oder modernen Avantgardisten eine tiefgehende Auseinandersetzung erfordern und das Ziel verfolgen, den Hörer intellektuell herauszufordern. Ein gutes Beispiel dafür ist die Struktur einer Symphonie, die nicht auf bloßen Konsum ausgelegt ist, sondern handwerkliche Meisterschaft verlangt. Das will ich mit folgendem Beispiel verdeutlichen: Ein Opernbesuch gilt oft als Bildungs- und Kulturgut, das durch staatliche Subventionen geschützt werden muss, damit diese komplexe Kunstform nicht den Gesetzen des freien Marktes zum Opfer fällt. Die U-Musik hingegen wird in diesem Kontext oft als kommerzielles Produkt gesehen, dessen primärer Zweck die Entspannung oder Ablenkung im Alltag ist. Auf der anderen Seite wird diese strikte Einteilung seit Jahren scharf kritisiert, da sie oft elitär wirkt und die Realität der modernen Musikwelt verzerrt. Meiner Erfahrung nach zeigt sich daran, dass die Grenzen längst fließend geworden sind. Dazu fällt mir das Beispiel der Filmmusik ein. Kompositionen für große Hollywood-Filme nutzen komplexe, orchestrale Strukturen der E-Musik, dienen aber gleichzeitig der Unterhaltung von Millionen Menschen. Wer wollte behaupten, dass ein Werk von Hans Zimmer weniger anspruchsvoll ist als ein zeitgenössisches Stück der E-Musik? Ein weiterer kritischer Punkt ist die Abwertung der Populärkultur. Auch in der Pop- oder Rockmusik gibt es tiefgründige, gesellschaftskritische Texte und musikalisch innovative Meisterwerke, die sich nicht hinter klassischer Musik verstecken müssen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einteilung in E- und U-Musik ein veraltetes Relikt der Kulturgeschichte ist. Meiner Meinung nach sollte Musik nicht nach starren Schubladen, sondern nach ihrer individuellen Qualität und Ausdruckskraft bewertet werden. Auch im Musikunterricht an Schulen sollte diese Trennung aufgehoben werden, um Jugendlichen einen vorurteilsfreien Zugang zu allen Facetten der Tonkunst zu ermöglichen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Ihre Fragen. Vielen Dank für deine differenzierte Präsentation. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hältst du die traditionelle Trennung von ernster und Unterhaltungsmusik für überholt. Du hast dargelegt, dass die E-Musik aufgrund ihrer Komplexität und ihres intellektuellen Anspruchs oft als schützenswertes Kulturgut gilt, während die U-Musik primär als kommerzielle Unterhaltung eingestuft wird. Gleichzeitig hast du jedoch betont, dass diese Grenzen heute, beispielsweise in der Filmmusik, fließend sind und die Unterscheidung oft elitär wirkt. Dein Fazit war, dass Musik nach Qualität und nicht nach starren Kategorien beurteilt werden sollte, was auch für den Schulunterricht gilt. Du hast erwähnt, dass E-Musik staatlich subventioniert werden muss. Wenn wir die Unterscheidung komplett abschaffen, besteht dann nicht die Gefahr, dass klassische Orchester und Opernhäuser schließen müssen, weil sie sich ohne staatliche Hilfe gegen billige Popmusik finanziell nicht durchsetzen können? Das ist ein berechtigter Einwand. Die Abschaffung der begrifflichen Trennung bedeutet ja nicht die Abschaffung der Förderung. Der Staat sollte weiterhin Kultur fördern, die historisch wertvoll oder experimentell ist. Aber das Kriterium sollte die kulturelle Relevanz sein und nicht das starre Etikett E-Musik. Sollten Musiklehrer an Schulen deiner Meinung nach im Unterricht verstärkt aktuelle Pop- und Rap-Songs analysieren, um das Interesse der Jugendlichen zu wecken, oder gehört dorthin ausschließlich das Erlernen der klassischen Musikgeschichte? Ich verstehe diesen Ansatz und befürworte ihn absolut. Man kann musiktheoretische Elemente wie Rhythmus, Harmonie oder Songstruktur perfekt an moderner Musik erklären. Wenn man die Lebenswelt der Schüler einbezieht, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass sie sich später auch für die klassische Musikgeschichte interessieren.
Glaubst du, dass Streaming-Plattformen wie Spotify durch ihre Algorithmen und Playlists dazu beitragen, dass die Barrieren zwischen den Genres im Kopf der Hörer komplett verschwinden? Dazu möchte ich sagen, dass Streaming-Dienste hier eine Doppelrolle spielen. Einerseits ermöglichen sie es den Nutzern, per Mausklick von Beethoven zu Hip-Hop zu wechseln, was die Grenzen aufweicht. Andererseits stecken die Algorithmen die Hörer oft in sehr spezifische Genreschubladen, Filterblasen. Es liegt also letztlich immer noch am Hörer selbst, neugierig zu bleiben.